Hallo, ich bin Mona Aska, ich bin Pianistin und in meiner Freizeit backe ich leidenschaftlich gerne. Zu Hause gibt es so viele schöne Dinge zu machen, wie zum Beispiel das Backen. Die Rezepte kriegt ihr von mir ab jetzt jede Woche bei Sweet Spot, dem jungen Magazin vom BR Klassik. Ich nenne den Kuchen jetzt einfach Schokoladennotfallkuchen ohne Mehl. Wir brauchen Zartbitterschokolade, ich nehme da immer 50%ige. Dann Butter, Kakaopulver, Zucker, Eier, die wir dann auch trennen werden, Salz und Vanillezucker. Wasser kochen, dann tue ich einfach meinen Topf drauf und dann kommt die Schokolade rein und die Butter und dann rühre ich einfach. So, und dann stelle ich das zur Seite, damit es ein bisschen abkühlt. Als nächstes würde ich die Springform einfetten. Ich mache das immer so, dass ich den Rand mit Butter einfette und den Boden mit Backpapier einkleide. Dann kann auch nichts ankleben. Und fertig. Und dann habt ihr es schon. Ich finde es immer so schön bei der Musik und beim Backen, dass da so viele Ähnlichkeiten sind. Man hat in beiden Grundregeln, aber man kann dann die Interpretation selber machen. Das heißt, beim Klavier ist das wie man das spielt, wie man das interpretiert. Beim Backen ist das, wie viel Süße kommt rein, wie viel Zucker tue ich rein, was mache ich als Topping, wie ist die Deko. Und da sind wahnsinnig viele Ähnlichkeiten und vor allem auch mehr, als man, glaube ich, denkt. Als nächstes werde ich das Eiweiß schlagen. Ich tue da Salz rein und 1/3 von der Zuckermasse. Menge. Und das Eiweiß ist dann fertig, wenn man über den Kopf hält und nicht runterguckt. Und wenn es jetzt so ein bisschen heller geworden ist, ist es perfekt. Dann kommt das Kakaopulver rein und damit ihr Klümpchen vermeiden könnt, am besten sieben. Und dann kommt schon die Schokoladenbutter rein. Und dann wieder unterrühren. Und jetzt kommt schon der letzte Schritt. Jetzt können wir das Eiweiß unterheben. Und da ist es nur wichtig, dass man das Eiweiß in die Schokomischung tut und nicht umgekehrt, weil wenn wir es jetzt umgekehrt machen würde es zu schwer sein und das Eiweiß würde wieder platt werden. Und dann nehme ich jetzt erstmal ein bisschen und versuche es mit dieser Bewegung einzuarbeiten. So geht dann auch nicht die Luft raus und so bleibt es dann auch fluffig. Ich würde euch gern heute ein Stück von Mozart vorspielen und ich dachte mir zu Mozart, ich habe in Salzburg studiert, dort sind die Mozartkugeln bekannt und daher war für mich einfach jetzt die Verbindung Schokolade und Mozart. Das hier ist der Schokoladen-Notfallkuchen ohne Mehl. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Habt viel Spaß damit. Ich freue mich auf euer Feedback und genießt den Kuchen vielleicht auch mit ein bisschen Musik.
und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.